Ist eine gute Frage. Es waren die Dortmunder und sind immer noch die Dortmunder. Warum die 25 als Rückennummer? Das würde ich einmal fühlen wollen, wie das ist. Ein Gedanke ist es schon, irgendwann noch mal mit meinem Bruder gemeinsam auf dem Fußballplatz zu stehen. Schauen wir mal. Wenn du einem anderen Spieler eine Q&A-Frage stellen könntest, welche Frage wäre das und an wen würdest du sie stellen? Spontan wird mir da eine praktische Frage einfallen, und zwar an Jamal Musiala. Ich würde ihn fragen, wann er endlich mal mit mir Golf spielen geht. Da ist er mir nämlich noch schuldig. Welches ist das beste Tor, das du gegen den BVB erzielt hast? Ich erinnere mich einmal, da bin ich so von rechts. Ach, ja gut, dann müssen wir das fast nehmen. Das im DFB-Pokalfinale. Der legendäre Lauf von Marcel Schmelzer und mir von der Mittellinie. Also Sprintduell kann man nicht dazu sagen. Wir waren beide schon sehr angeschlagen, gefühlt mit Krämpfen unterwegs und haben uns zum Tor geschleppt. Und ich habe mich durchgesetzt. Was sind deine Gedanken vor dem Spiel gegen Dortmund? Ganz klar ist der Gedanke natürlich, dass wir gewinnen müssen. Es gibt nicht viel Spielraum. Das heißt, gewinnen müssen bedeutet noch mehr, dass man in der Woche vorher alles dafür tut, um perfekt vorbereitet zu sein. Das betrifft dann auch, sage ich mal, sogar das Privatleben, dass man vielleicht sagt, okay, gerade vor so einem wichtigen Spiel achtet man noch mehr drauf, dass man frühzeitig und gut auch ins Bett kommt. So, eine Frage haben wir vom Jonas Kong. Ein echter Hammer-April wartet auf den FC Bayern. Was ist der Masterplan für diese kommenden Herausforderungen? Tja, wenn es da einen Masterplan gäbe, dann wäre es ja einfach. Also grundsätzlich die Herangehensweise ist natürlich, sich einfach optimal vorzubereiten im körperlichen Sinne und sich dann immer wieder optimal vorzubereiten, auch im taktischen Sinne, wenn es um Regeneration geht. Da geht es einfach darum, dass man wirklich den vollen Fokus auf die wichtigen Spiele legt und der Rest ist Fußball. Was ist dein Lieblingsverein, gegen den du gerne spielst? Das ist eine Frage vom Fischer Kasper mit C. Ja, ich sag mal, es geht gar nicht so sehr um einen einzelnen Verein, sondern es geht mehr natürlich darum, dass man den Kitzel der großen Herausforderungen natürlich schon sehr gerne mag. Ob das dann Champions-League-Spiele sind gegen große europäische Konkurrenten oder eben auch in Deutschland eben gegen unseren größten Konkurrenten, gegen den größten Konkurrenten meiner Karriere in der Bundesliga. Das waren die Dortmunder und sind immer noch die Dortmunder und dementsprechend steht da natürlich ein großes Spiel bevor. Die nächste Frage ist, was ist deine Lieblingstrainingsübung? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Gibt natürlich ein paar super interessante Spielformen. Immer wenn es auch spielerisch wird, macht es am meisten Spaß. Aber ich sag mal so ein Rondo, man kann auch dazu Kreis spielen, also 5 gegen 2. Das ist einfach eine Trainingsform, die ist zwar locker so zum Reinkommen, jeder kapiert's. Man muss aber sowohl, wenn man in der Mitte ist und den Ball jagen muss, als auch außen, muss man sowohl technisch als auch vom Köpfchen schon auch mit dabei sein. Also das ist eine super Übung. Der härteste Verteidiger, dem du gegenüberstandest. Ich tue mir oft schwer mit den Superlativen und mit diesem einen rauszusuchen. Einer der besten und mit den beeindruckendsten Karrieren war mit Sicherheit Sergio Ramos. Gerade natürlich in seiner Zeit bei Real Madrid und als die Spanier da sehr, sehr gut waren, war es gegen den schon super unangenehm zu spielen. Aber das war natürlich sicher eine große Nummer. Der Sergio. Was ist der beste Witz, den du kennst? Ich kenne einige. Also ich bin zwar auch ein Witzeerzähler und erzähle gerne Witze, aber ich mag eigentlich eher so diesen spontanen Humor, mal jemanden da so einen kleinen Spruch zu drücken, mal so ein bisschen zu provozieren, um auch mal rauszufinden, wie reagiert jemand, wenn es mal unangenehm wird. Also das könnt ihr durchaus mal ausprobieren. Aber wer natürlich austeilt, muss auch einstecken können, gell? Vor welchem Spiel warst du am meisten nervös? Wenn ich an das Spiel zurückdenke als Gesamtmannschaft, dann hat man uns mit Sicherheit in dem Champions-League-Finale 2013 den Druck in der ersten Viertelstunde auf jeden Fall angemerkt, als die Dortmunder damals auf jeden Fall besser ins Spiel gekommen sind. Nervös hört sich ja so an, auch als ob sich das so richtig negativ durchzieht.
Natürlich, man kann angespannt sein und diese Wichtigkeit des Spiels, die darf man auch gerne spüren. Aber es war immer bei mir eine Vorfreude und ich sehe so Drucksituationen immer als Möglichkeit zu glänzen, als jetzt die Kehrseite. Aber dieses Spiel, das macht natürlich auch Spaß. Der Tim fragt, wie sieht dein Alltag aus, wenn du mal frei hast? Ja, dadurch, dass jetzt Länderspielpause ist, konnte ich das ja auch mal wieder antesten, mal ein paar Tage am Stück auch frei zu haben. Ja, wer meine Hobbys kennt, der weiß, dass ich im Sommer, Frühjahr auch gern mal Golf spiele mit meinen Kumpels. Das versuche ich einzubauen. Ansonsten verbringe ich gern Zeit mit meiner Frau, mit unseren Tieren. Wir haben einen Hund, mit dem wir gern spazieren gehen. Und die Pferde sind auch bei mir auch immer mal wieder ein heißes Thema. Und dementsprechend, ja, mit Hund, Katze, Maus beschäftige ich mich gerne. Was ist der Fußballmoment, an den du am häufigsten zurückdenkst? Also so der Moment, der so am beeindruckendsten war für mich, war an einem Tag, an dem es für den FC Bayern ganz dramatisch zuging. Und zwar, das war 2012, als wir das Finale daheim in München verloren haben gegen den FC Chelsea. Ich war aber dort der Torschütze des 1:0, der vermeintlichen Erlösung. Und wie viele Emotionen in diesem Moment durch das ganze Stadion, durch die Stadt, durch meine Mitspieler und dadurch auch durch mich selbst Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Starkstromleitung in einem Film, die dann kurz vor der Überspannung ist, wo man schon sieht, dass das Kabel leuchtet. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber so kann man sich's vorstellen. Also das war unglaublich. Nichtsdestotrotz haben wir dann ja nicht gewonnen, sondern sogar verloren und das war natürlich dann brutal. Dieses Auf und Ab, das war natürlich heftig. Eine Frage ist, ob ich schon immer Fußballer werden wollte. Also was klar ist, ich habe Fußball schon immer geliebt. Ich habe es gespielt, seit ich also im Verein, seit ich 4 Jahre alt war. Also Fußball war schon immer ganz oben, was den Stellenwert in meinem Leben betrifft. Ich habe Fußball immer gespielt, um erfolgreich zu sein, um Spaß zu haben, um Tore zu schießen, um besser zu sein als mein Gegenspieler, um besser zu sein auch als mein Mitspieler, der vielleicht auch der interne Konkurrent war. Aber mein Weg war jetzt da nie vorgezeichnet, sondern ich habe da auch immer mir auch Luft gelassen. Und dass man natürlich dann, wie ich das jetzt geschafft habe, beim FC Bayern da den Durchbruch schafft, das ist sicherlich sehr außergewöhnlich. Da braucht man auch das nötige Glück für den richtigen Moment. Und wenn der Moment dann kommt, muss natürlich präpariert sein und dann auch Leistung bringen. Und das habe ich ganz gut hinbekommen damals. Ich hätte die Frage auch einfach mit Nein beantworten können. Aber danke. Der Fabian97X fragt, wenn du eine Fähigkeit eines anderen Spielers übernehmen könntest, welche wäre es? Ich würde gerne einmal den Antritt von Kingsley Coman haben oder von Alphonso Davies. Ich würde mir nämlich dann denken, wenn ich so schnell wäre, da würde ich einfach einen Ball am Gegner vorbeilegen und hinterherlaufen. Da wäre ich ja schon vorbei. Das würde ich einmal fühlen wollen, wie das ist, wenn man einfach so am Gegner einfach so vorbeiläuft. Du musst dir keinen Doppelpass überlegen. Gar nichts. Einfach wupp, weg. Das wär's. Warum die 25 als Rückennummer? Schöne Grüße aus Rosenheim. Also schöne Grüße erstmal zurück. Die 25 habe ich damals bekommen. Wenn du als junger Spieler einen Profivertrag erhältst, dann sind natürlich, sagen wir mal, die klassischen Fußballnummern von 1 bis 11 von den Leistungsträgern, von den Spielern, die schon älter sind, auch länger da sind, normalerweise blockiert, reserviert. Und du kriegst vom Zeugwart natürlich erstmal eine Nummer zugeteilt. Und dann war es die 25. Dann habe ich aber natürlich meinen Durchbruch gleich in dem ersten Jahr geschafft. Und es haben sich dann auch sogar aufgrund unserer Mannschaftserfolge und meiner persönlichen Leistungen viele schon die Nummer 25 dann als Trikot gekauft. Und dann habe ich gedacht, als es dann mal die Möglichkeit gab, auch, sage ich mal, eine andere Nummer zu bekommen, habe ich aber trotzdem gesagt, jetzt die 25 ist meine Nummer und da bleibe ich jetzt auch dabei. Alfons Brezel, solltest du irgendwann einmal eventuell deine Karriere beenden? Ja, irgendwann muss ich ja, zwangsläufig. Würde dich eine Trainerkarriere nach der erfolgreichen Spielerkarriere
interessieren und in Frage kommen? Kann ich nicht ausschließen, ist jetzt aber aktuell nicht in meinem Kopf ganz konkret. Aber klar, ich beschäftige mich natürlich auch schon in meiner Funktion als Spieler auch mit Dingen, die über mein Spiel hinausgehen. Es gibt viele Elemente vom Trainerdasein, die mir vielleicht auch gut liegen, aber ob das Gesamtpaket jetzt, das werden wir sehen. Schauen wir mal. Die Patty fragt, hast du bestimmte Rituale vor einem Spiel? Nein, ich bin jetzt kein Ritualtyp. Gut, ich gehe grundsätzlich vorm Spiel einmal kurz zum Physio, aber das ist weniger ein Ritual als einfach eine gute Vorbereitung. Nee, nichts Besonderes. Davon mache ich mich nicht abhängig. Dann wäre es zu einfach. Und es funktioniert halt nicht. Also die Glückspullis, die halten halt nur so lange bis zur nächsten Niederlage. Hast du Tipps, um Räume im Spiel besser erkennen zu können? Fragte Theo. Ja, der Tipp ist grundsätzlich, sich natürlich mal mit dem Fußball zu beschäftigen. Was sind Räume, die dem gegnerischen Verteidiger vor Probleme stellen? Klassisch würde ich sagen, natürlich den Ball und den Lauf natürlich auch Richtung Strafraum. Im Strafraum passieren die meisten Tore. Und wenn es wirklich um das Handling geht, wie schaffe ich es, das schnell zu erkennen? Da geht es natürlich um viel Koordination, geht es um viel Vororientierung. Also man muss schauen, dass man sich gut auch offen zum Spiel positioniert. Das sind so mal die ersten Tipps, aber da kann man natürlich sehr ins Detail gehen. Der Manuel Benz fragt, was ist dein Tipp für junge Fußballer, die auch einmal Profi werden wollen? Ja, habt Spaß am Fußball, habt Spaß am Gewinnen, habt Spaß auch daran, euch selbst auch vor Herausforderungen zu stellen. Ja, schont euch nicht im Umgang mit euch selber, sowohl auch ein bisschen Selbstkritik darf sein, als auch eine gewisse Lockerheit braucht man. Fleißig müssen wir natürlich auch sein im Training. Also die körperliche Fitness steht über allem und der Rest ist dann natürlich Spielwitz und sich mit seiner Position und mit dem, was man auf dem Fußballfeld für Aufgaben erfüllen will, sich dann damit auch auseinandersetzen. Mr. Bort, der Dritte, fragt, hättest du Interesse daran, mal in der Kreisliga zu spielen? Ein Gedanke ist es schon, irgendwann noch mal mit meinem Bruder mal gemeinsam auf einem kompetitiven Fußballplatz zu stehen. Mal schauen, ob wir das beide körperlich überhaupt hinbekommen. Ich glaube, es wäre schon witzig. Wovor ich Respekt hätte, wäre natürlich vor einer gewissen Verletzungsgefahr. Wenn ich Kreisligaspieler bin und da kommt dann ein Ex-Profi und dem will ich natürlich dann zeigen, also so einfach geht's jetzt gegen uns hier auch nicht. Und es ist ja manchmal so, man denkt, der Ball ist noch da, er ist aber schon weg und man macht die Grätsche trotzdem. Und dementsprechend ist da manchmal mit Koordination und wenn da mal jemand das Hackebeil auspackt, also ja, wäre schon ein Risiko. Aber ich überlege es mir. Das ist eine gute Frage. Das waren die Dortmunder und sind immer noch die Dortmunder. Warum die 25 als Rückennummer? Das würde ich einmal fühlen wollen, wie das ist. Ein Gedanke ist es schon, irgendwann noch mal mit meinem Bruder gemeinsam auf dem Fußballplatz zu stehen. Schauen wir mal.